Hallo, hier ist der André vom SIP. Wir haben uns heute die weiße Vespa ausgesucht. Da wollen wir einen neuen Benzinhahn einbauen. Und ich zeige euch ein paar Tricks, die ihr sicherlich noch nicht kanntet. Es gibt viele Gründe, den Benzinhahn zu tauschen. Am schlimmsten ist bestimmt, wenn die Vespa bei Vollgas schon nur noch ruckelt, weil sie nicht genug Benzin kriegt. Und dann ist meistens der Benzinhahn verstopft. Nach 40 Jahren vielleicht auch okay. Die meisten Vespas sind ja schon Oldtimer. Manchmal ist er auch undicht, wie wir gesehen haben vorhin in der Werkstatt, als wir die Vespa geholt haben. Oder der Benzinhahn funktioniert nur noch in der Reserveposition. Oder ganz einfach, man hat den Motor überarbeitet, hat mehr Leistung als vorher und dafür braucht man auch mehr Sprit als vorher. Und dafür bietet sich an, unseren neuen Fastflow-Benzinhahn zu verbauen. Es gibt natürlich eine schwäbische Variante, man könnte bei einem undichten Benzinhahn auch nur das Gummi wechseln, aber es gibt noch so viele andere Defektmöglichkeiten, sodass es sich gar nicht lohnt, da rumzutun und rumzuprobieren und dreimal den Tank auszubauen, bis man dann vielleicht den alten Benzinhahn überholt hat. Einfach einen neuen, das ist meine Empfehlung. Speziell unseren SIP-Benzinhahn gibt es ja auch in einer elektrischen Variante. Da ist dann hier oben so ein Kontakt und der Vorteil ist, man kann noch komfortabler einfach auf Reserve schalten von Anfang an und man kriegt dann einfach nur im SIP-Tacho angezeigt, ob der Füllstand noch über dem Reserveniveau ist oder schon im Reservebereich. Nachdem wir uns vergewissert haben, dass der Tank nicht ganz voll ist, sondern am besten unter der Hälfte oder im Reservebereich, können wir eigentlich direkt mit der Demontage loslegen. Bei allen Vespas gleich ist, dass der Tank sich unter der Sitzbank oder dem Sitz befindet. Hier. Als ersten Schritt muss man immer die Benzinleitung vom Vergaser trennen. Oh, super ist auch, wenn man den Benzinhahn vorher zumacht übrigens. Wir müssen jetzt den Benzinschlauch zumachen, damit es nicht rausplätschert, während wir den rausziehen. Ich nehme jetzt mal hier den Stehbolzen, der ist schön glatte Oberfläche, das wird gleich dicht. Bei den Large Frames und Wide Frame Vespas muss man die Sitzbank abbauen, um den Tank rausnehmen zu können. Bei der Small Frame Vespa geht es auch ohne. Oft weiß man nicht, was jetzt mit dem Hebel zu tun ist. Am besten ist es, der steht nach oben, so kriegt man den am leichtesten rein und raus. Und um das Gummi muss man sich gar keine Sorgen machen. Das zieht es gleich von alleine rein. Plopp, weg ist es. Ich spanne den Tank immer so hochkant ein, weil dann das Benzin unterhalb der Öffnung steht. Deswegen ist es für mich nicht so wichtig, ob Benzin drinnen ist oder nicht. Dann nehme ich einen von den Benzinhandschlüsseln. Es gibt eigentlich nur zwei. Der ist für fast alle Vespas und der ist für Vespa 50 und andere Small Frames und ein paar Moto Vespas. Der hat hier eine kleinere Öffnung. Aber für den SIP Fastflow ist es immer der große. Mit dem fährt man da rein, muss die Mutter treffen und dann kann man den schon aufmachen. Und wenn die Mutter dann lose ist, dann kommt der nächste kunstvolle Moment. Dann entweder probiert man es mit dem Schlüssel oder mit einem anderen langen Gegenstand, zum Beispiel langen Schraubenzieher. Und fängt die Mutter von dem Benzinhahn auf. Und dann kann man das rausnehmen. Wenn der alte Benzinhahn aus dem Tank entfernt ist, können wir unmittelbar mit dem neuen Benzinhahn weitermachen. Wir haben hier das elektrische Modell 15879100. Die Mutter abnehmen, reinstecken und jetzt wird es ein bisschen knifflig. Ich nehme immer so was Langes, wie zum Beispiel den Benzinhahnhebel und versuche dann die Mutter auf den Benzinhahn zu führen. Ja, hat geklappt. Und dann kommt der Moment, dann muss man irgendwie schaffen, dass sie das Gewinde findet, aber Gott sei Dank ist es ein Gewinde, das sich irgendwie leicht findet. Es hat jetzt schon gegriffen. Man muss jetzt nur noch festziehen. Danach ist wichtig, wenn man jetzt im Moment des Festziehens ist, dann ist wichtig, dass man die richtige Einbauposition wählt. Also dafür ist wichtig, dass der spätere Hahn, Hebel,
genau in Fahrtrichtung zeigt. Und in der Bedienungsanleitung ist es auch gezeigt. Ganz unten sind so Abbildungen, wo steht, wie man es genau positionieren soll. Das Wichtigste ist jetzt im ersten Moment, dass man es nicht zu fest anzieht. Ich könnte jetzt hier festziehen und festziehen und festziehen, weil die Gummidichtung, die ist nämlich weich. Und man sieht, wenn man genau hinschaut, wie es jetzt schon die Gummidichtung rauspresst. Und wenn man den jetzt einbauen würde, den Benzinhahn, und dann Benzin noch zusätzlich das glitschig macht, dann drückt die Dichtung mit der Zeit zur Seite raus. Das ist nicht gut. Man soll den Benzinhahn höchstens handfest anziehen. Jetzt zum Beispiel ist er wieder lose und jetzt ziehe ich ihn noch eine halbe Umdrehung fest und dann ist gut. Und dann ist der Tank auch schon wieder dicht und dann kann man ihn wieder in die Horizontale bringen. Muss man aber aufpassen, ob er gerade zu ist oder auf. Ah, der ist offensichtlich auf, aber jetzt ist er zu. Also den Benzinhahn haben wir getauscht. Wie man sieht, ist er auch dicht. Wir müssen jetzt nochmal das Altteil anschauen und gucken, was wir von dem noch brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall später das Gummi für den Rahmen, den Benzinhahnhebel. Da muss man nur den Splint rausziehen und den Schlauch und die Schelle. Der Schlauch, der schaut jetzt nicht original aus, den würde ich sicherheitshalber ersetzen. Und diese Schlauchschellen, auf die stehe ich persönlich nicht so. Den können wir dann also eigentlich wegschmeißen. Damit kommen wir jetzt zur Auswahl des richtigen Benzinschlauches. Ich habe da mal 2 Beispiele rausgesucht aus dem Lagerbestand. Wir haben entweder einen ganz modernen Schlauch mit so einer Stahlspirale drinnen. Der kann nicht mehr knicken eigentlich. Das ist ein sehr guter Schlauch. Aber weil es sich hier um originalen Vergaser und nahezu originalen Tank handelt, schlägt meine Sympathie auch sehr stark für diesen ganz einfachen Piaggio-Schlauch. Der knickt eigentlich auch nicht wirklich und später härtet der dann aus. Das wird dem oft als negativ irgendwie angelastet, aber in Wirklichkeit ist es ganz cool, weil der kann dann auch nicht mehr knicken. Also wenn wir uns für einen Benzinschlauch entschieden haben, dann geht es weiter mit der Auswahl der Schellen. Original sind so Drahtschellen, ganz modern sind solche Schraubschellen mit so einem Butterfly dran. Da braucht man dann nicht mal mehr Werkzeug. Ist auch cool. So, das nächste, was wir noch prüfen können, ob diese Dichtung hier unten noch gut ist. Aber hier schaut die gut aus. Aber die gibt es auch nachzukaufen. Und dann müssen wir hier unten noch das Gummi prüfen. Das ist das Rahmengummi für den Benzinschlauch, wo der Benzinschlauch durch die Karosserie geführt wird. Und damit es nicht wie eine Guillotine auf den Schlauch wirkt, gibt es dieses Gummi. So, das Gummi passt, es hält nur nicht, aber das ist schon noch vom Zustand her in Ordnung. Und jetzt jage ich dann gleich, jetzt gleich den Schlauch, den kleinen Schlauch tue ich da durchjagen. Also der Schlauch, der ist jetzt quasi schon wieder, der ist schon da, hier unten. Den müssen wir dann noch rauf zum Vergaser ziehen, das machen wir am Schluss. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch der Hahnhebel. Und da gibt es also 2 Montagemöglichkeiten. Entweder so oder so. Wir hatten ihn ja zugemacht nach der Montage, deswegen muss er auf C stehen. So, fertig. Müssen wir noch die elektrische Leitung anschließen. Das ist der Reservestandsensor. Jetzt mache ich noch den Ansaugschlauch weg. Da ist der Schlauch. Da stecke ich jetzt wieder was rein, damit da kein Sprit rauskommt. Und jetzt können wir meine Mutter würde sagen, den kleinen Zippel nach oben machen. Und dann kann man, je nachdem wie man den kippt, den Tank, steuert man, ob der Zippel nach rechts oder nach links fällt. Kann man ihn noch fühlen. Ja, wo ist das Ding? Und dann flupp, fertig. Und dann nimmt man diesen Gummi und den kann man da als allerletztes drüber stülpen und in den Rahmen einführen. Den gibt es dann auch noch in Rot und in Weiß. Dann können wir den schon wieder auf Zu machen. Dann sind wir fast fertig. Jetzt noch an den Vergaser anschließen und dann können wir gucken, ob Benzin kommt. So, und dann geht es darum, dass man den Schlauch so kurz wie möglich macht. Also zieht man ihn einmal, bis er sich ein bisschen spannt und schubst ihn dann wieder ein bisschen zurück, sagen wir 3 cm. Und dann kann man ihn passend abschneiden. Dann wieder unsere Schelle, wie am anderen Ende. Noch ein Wort zur
Länge des Benzinschlauchs. Ich habe jetzt gesagt, wir ziehen ihn raus, bis er auf Spannung ist und geben dann wieder ein bisschen nach, dass er also locker drinnen sitzt, aber so kurz wie möglich ist. Er sollte so kurz wie möglich sein und die beiden höchsten Punkte, das muss einmal der Vergaser und einmal der Tank sein, weil dort gibt es Entlüftungsstellen. Wenn der Benzinschlauch zu lang ist oder so verlegt ist, dann gibt es 3 Höhepunkte. Tank, Vergaser und in der Mitte nochmal einen. Und wenn sich da eine Luftblase bildet, die geht in der Regel eigentlich, hat die keine Chance, das System zu verlassen. Man hat dann immer eine Luftblase drinnen und dann wird der Strom immer unterbrochen, also der Fluss. Jetzt können wir erstmal aufdrehen, dann sehen wir, ob da der Sprit nach oben steigt, ob Luftblasen sich bilden und ob die weggehen. Und danach sehen wir dann, ob das Fahrzeug anspringt oder nicht. Supi! Also die Vespa ist angesprungen, wie man gesehen hat, und deswegen gehe ich davon aus, dass durch den neuen Benzinhahn und durch den neuen Benzinschlauch Kraftstoff im Vergaser ankommt. Wir also somit die Reparatur und den Austausch erfolgreich erledigt haben. Ich hoffe, dass ihr vielleicht den einen oder anderen interessanten neuen Move gesehen habt, wie man das erledigen kann, so wie ich es am Anfang versprochen hatte. Abonniert den Kanal, lasst einen Like auf jeden Fall da, und wenn ihr selber auch noch einen coolen Tipp habt, irgendwie was man verbessern kann, schreibt es gerne in die Kommentare. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei der kommenden Vespa-Saison. Ciao, auf Wiedersehen.